patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Der Amsterdamse Schoolstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Many companies involved in shipping were located in this area. There were lumber yards, rope makers for the production of ropes, and storage areas for tar, which was used to protect the hulls of wooden ships. Nowadays, this area is mainly known as the Nieuwmarktbuurt, the New Market area. In dieser Gegend befanden sich viele Unternehmen, die mit der Schifffahrt zu tun hatten. Hier traf man auf Holzwerften, Seilereien für die Tauwerkherstellung und Lagerplätze für Teer, der zum Schutz auf die Rümpfe der Holzschiffe aufgetragen wurde. Heute ist dieses Viertel hauptsächlich als Nieuwmarktbuurt. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss. Das Verrotten ist darauf zurückzuführen, dass der Grundwasserspiegel gesunken ist, wodurch Sauerstoff ans Holz gelangen konnte. You will find gable stones on the facades of many of the houses in Old Amsterdam. Very often, these stones are related to the profession or the family names of the residents that lived in these houses in the past.
In den Fassaden vieler alter Häuser in Amsterdam finden Sie sogenannte Gevelstenen, eine Art Wappenstein. Oft weisen diese Wappensteine auf den Beruf oder den Familiennamen der Bewohner hin, die hier zu früheren Zeiten gewohnt haben. Old gable stones, such as Illustrieren oft biblische Szenarien, wie die Arche Noah oder ein Sprichwort, beispielsweise Ken uzelf, kenne dich selbst. That was raining up again as well. You're okay in the middle because you know you're going to fall out. There's a house next to it. an example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of canals. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt. Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. The regular shape of the ring of canals was created on the drawing board. Amsterdam has the best preserved 17th century inner city in Europe. In addition, the ring of canals is a symbol for the political... In many places, you will see no railings along the canals. Parking on the canals isn't completely... 1,500 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief. Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten... Or 15 feet below sea level. Die meisten Häuser und Gebäude wurden auf Pfählen gebaut, weil der Boden so weich ist. Wenn die Flut in der Nordsee aufkommt, liegt Amsterdam 1,5 Meter unter dem Meeresspiegel. Unser nationaler Flughafen liegt sogar 5 Meter unter dem Meeresspiegel. Viele Amsterdamer haben ein eigenes Boot in der Stadt. Im Sommer ist das Wasser dadurch sehr befahren. Für viele Amsterdamer bietet das Boot eine Möglichkeit, sich draußen aufzuhalten, weil sie keinen Garten besitzen. Amsterdam wird auch das Venedig des Nordens genannt. Amsterdam was created. People began to settle behind this dam, and that is how the name of Amsterdam came about. Die Amstel mündete in das Meer und verursachte bei Stürmen regelmäßig Überschwemmungen im Hinterland. Um das Hinterland und die Bewohner zu schützen, baute man Dämme. Auf diese Weise entstand der Amsteldamm. Auf diesem Damm ließ